Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, heute ist der Tag unseres Einzuges eigentlich. Da sind wir angekommen, eine Stunde eigentlich schon zu spät, also wir waren schon eine Stunde zu spät und die sagen, die brauchen einfach noch 6 Stunden. Es ist absolut nicht so gelaufen, wie es sollte. Wir sind auch richtig genervt. Also ich bin richtig genervt, muss ich mal so sagen. 16 Uhr, eigentlich hätten wir heute um 9 Uhr einziehen dürfen, dann haben sie noch verschoben auf 11:30 Uhr. Jetzt ist es 16 Uhr, lass mal gucken, wie weit sie sind. Ich sehe auf jeden Fall, packen sie immer noch, also sind sie auf jeden Fall nicht raus und ich glaube auch nicht, dass es heute schafft. Fängt doch gleich an zu regnen. Ja, dann muss er mit seinem Truck hier hochkommen. Aber die Garage ist eigentlich auch ganz groß, ne? Könnte man auch ein paar Sachen machen. Ja. Ist okay. Ist okay? Ja, siehst, die Küche ist noch immer voll. Hä? Das war ja schon mehr als hier reingegangen. Wir haben nach wie vor leere Sachen hier drin. Wenn sie das reinmachen, ist der Truck eigentlich auch schon voll. Ja, sieht das aus, als wäre es ein Problem von uns? Flippt der. Aber wir haben wenigstens unseren Sitzsack schon mal hier drin, ne? Treatment that we put in the ice. It's not that much that we have, but still, whatever makes sense. I just want to show you that here is also. Wow, das ist huge. Yeah, it's just not done. No, then probably upstairs would be easier for you, right? I thought maybe this. Yeah, because then otherwise we'll go all the way around, you know. No, then just do upstairs. Yeah. Let's just do upstairs. I don't know, that stuff probably not gonna stay too long, right? Because we will be looking for Hopefully we will find something next couple of Yeah, days. so I feel like room at least. Ja. Ja, Freunde, wir haben ein halbfertiges Haus gekauft. Ich meine, wir haben 1000 Quadratmeter sind bereits fertig. Das ist also nur die beiden oberen Etagen. Und jetzt gibt es aber noch ein Basement, da haben sie angefangen, das auszubauen, aber nicht fertig gemacht. Das sind hier jetzt noch die ganzen Sachen von den Leuten davor. Hier war jetzt nur so Storage, aber es ist extrem viel Platz. Hier sollte so ein, wie sagt man das, wie so, wenn du ins Kino gehst, nennt man das, diese Theke, wo du dann Popcorn und so kaufst. Ich weiß, was du meinst. Naja, sowas soll hier passieren. Hier ist schon die Theke gebaut worden und hier soll so ein, ne, sollte einfach so ein auf Kino-Feeling, weil hier halt eben das Kinozimmer hin sollte. Wir haben das Podest schon gebaut, da sollten Sitze drauf. Wir müssen natürlich jetzt selber das fertig machen, also ob wir es wollen oder halt nicht. Ne? Hier wird Kinozimmer. Hier ist so ein bisschen Storage. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ne? Wir haben hier haben sie auch noch nicht fertig gebaut. Ich weiß auch nicht, warum sie angefangen haben, wenn nichts fertig gemacht haben. Hier haben sie angefangen, also ich würde ja nicht sagen, wenn das jetzt so einfach von vor 20 Jahren schon ist, ne? Aber das haben sie jetzt gerade nagelneu angefangen zu bauen und dachten sich, sie machen hier so eine nette Sitzecke. Sieht irgendwie aus wie so ein Restaurant oder Ja, so. total, wie so ein Café. Jeder sitzt so für sich. Ja, aber es ist ja weder gemütlich, noch ist es schön, noch ist es sinnvoll, weil selbst wenn ich mit einer Truppe komme und 3 Tische besetzen möchte, warum setzen wir uns dann alle auseinander, so, weißt du? Macht wenig Sinn. Ja, nee, das Ding werden wir auf jeden Fall raushauen. Der Kamin ist nicht mehr funktionsfähig, der soll zugebaut werden. Das ist das Fitnessstudio, aber mal gucken, was wir daraus machen. Hier steht so ein Laufband von denen drin. Oh, ein Gym. Ja, siehst du, alles da, was du brauchst für Ich sehe schon. Genau. Ja, hier ist noch viel, viel Arbeit. Da hinten ist noch eine Küche und da ist noch ein Badezimmer, das nicht fertig gemacht wurde. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, Liebe, Arbeit, Geld investieren. Aber alles andere ist ja jetzt erstmal fertig. Ne? Wir müssen erstmal ihre Sachen hier raus und die sind immer noch nicht mal ansatzweise fertig. Ich werde verrückt. Step by step. So, Ellen hat hier fleißig bestellt für $500. Das war einfach absolute Vollkatastrophe. Also meine Order kam nicht an, wollten eigentlich mexikanisch bestellen. Mussten wir das nehmen, was noch auf hatte. Der Markt passt nicht gar nicht. Aber gut, wir werden jetzt alle satt. Wir haben jetzt halt so viel geschafft, wie wir wollten. Und es muss auf jeden Fall hier sauber gemacht werden, weil es wirklich nicht clean hier ist. Alles nicht so gelaufen, wie es eben abgesprochen wurde. Und ich bin einfach nur genervt. Ja, ein bisschen was haben wir geschafft. Ich habe oben in den Kinderzimmern ausgepackt. Mal gucken. Ne? Morgen sehen wir weiter. So, ein neuer Tag bei der Familie Schröder. Neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Guck mal, Louis, er tut sogar, er nimmt. Er hat noch keinen Finger gekrümmt. Ja. Mann. Jetzt aber. Team Deutschland. So, Sommer ist hier so. Ellen, wie weit bist du? Wirst du heute noch fertig? Was sagst du? Nein, um Gottes Nein? Willen.
Dafür ist das Haus auch viel zu groß, ne? Ja, also das ist ja, also wir hatten eigentlich noch nie eins so, also wir hatten immer große Häuser, aber so groß, das ist das erste Mal. Ali. That song, that weak ass song. Acting like it's nice too, though. Like, You like that song? I don't even know what it is. Ghana. That's like Ghana? No, it is, but I don't listen to it. So, wir haben uns hier so ein Haus gekauft, das eigentlich gar nicht so unser Geschmack ist. Ist aber so ein kleiner Rohdiamant, denken wir. Wenn man hier ein bisschen was verändert, ein bisschen was neu macht, glaube ich, wird das ganz toll hier. Vor allen Dingen mögen wir hier die Farben so nicht. Die Küche finde ich ganz, ganz schlimm. Und jetzt ist der Maler heute schon da und wir lassen uns mal beraten, was so machbar ist und was wir machen wollen. Hi, how you doing? Hi. My name is Ellen. Hi. Nice to meet you. Hi, Amy. Yes, definitely. The whole room. Write it up. Yeah. But then in the pure white, it's coming right into it. When you were talking about a gray white, is what you were talking about. Yeah, we had some like Like- this, I think. Right. So even something like going into Zurich white, that has more of a gray undertone to it. Like this one, this is Zurich white. So that has more of a gray undertone than a blue undertone or a pink undertone. Meinst du nicht das ganze Haus einfach so gräulich machen? Nein? Aber dann Komplett hast du weiß. wieder, schwarz und dann hast du weiß und dann hast du ein Grau und dann hast du, Also das Weiß wie hier jetzt. ja, ich würde es matchen. Right. Also hier haben die auch nicht sauber gemacht. Haben sie den Kühlschrank sauber gemacht und heute auch? Ist der sauber? Sag dir das mal. Wenn wir jetzt dieses Weiß, dieses Pure White nehmen, das würde jetzt sagen, dass es das Pure White ist das hier. So würde die Küche aussehen, also Matching. Das. Genau, und dieses Grau-Weiß, so ein ganz, ganz leichtes Grau, so wie es in Sacramento eigentlich auch war, wären dann so zum Kontrast die ganzen Layers. Was sagst du? Oder willst du es noch grauer haben? Nee, ist okay. This one is very stained. This one is okay. But over here we have to replace this probably as well because it's all the... yeah, it just looks bad. Okay, yeah, this is a marble that's in here. So, I would not get it out, I guess. Huh? It's already in there. Can you get that out or no? no, Cleaning it's wise, no, no, because the marble is actually soaked it in. Ich hab auch, also zu Jay gerade gesagt, so wird eigentlich ganz cool kommen mit der Kombo. Vor allem es halt, gibt uns ein anderes Gefühl, also anderes Anderer Feeling. Vibe in den Zimmer. Also das, ja, steht da ein bisschen raus, ne, so, also steht raus. Sticht Sticht raus. raus ein bisschen, aber kann man machen eigentlich, ne? Ja, ein Zimmer. Ich meine, für jetzt können wir machen und dann, wenn wir verkaufen sollten oder wenn irgendetwas passiert, dann kann man ja immer noch streichen. Weißt du? Ja, die müssen braune Zimmer kaufen. Was ist, hat jemand für uns Ich gestrichen? sage, ja, aber ich sage nur, um das halt wirklich den größten, also das größte oder das meiste Geld zu bekommen am Ende, willst du ja Ich bin ja nice ehrlich, machen. das ist schon sehr, sehr clean, sehr sauber gemacht. Das Aber ist die ja, Farbe ist ja die nix. Farbe, hier passt Hier jetzt passt wieder, es ne? jetzt, Hier passt aber jetzt wieder sonst- rein. Arsch. Plus, dass es auch irgendwie ein anderer Ton ist, als überall anders passt, ne? Habe ich das Gefühl. Oder wirkt der einfach nur anders? Send it to you. She gets to figure it out. Thank you. We got him. Nice to meet you. Alright. Die Kleiderschränke in den ganzen anderen Zimmern sehen gut aus, weil ich denke, die Räume wurden nicht lange benutzt oder nicht so viel benutzt, aber der wurde halt einfach am meisten benutzt, deswegen sieht der auch am abgenutzten aus. Die Schränke sind sehr veraltet. Hier, guck mal, die sind schon so zusammengesackt. Das ist schon alles und hier und hier. Ob man, ja, wenn wir das mit Packs machen, also selber, dann wird es nicht so teuer. Wenn du aber jemanden holst, der das hier macht, dann wird es teuer. So alles mitberechnen, ne? Das waren hier. Weil Packs ist meistens, obwohl du kannst ihn glaube ich auch tiefer kaufen. Willst du schon mal anfangen zu vermessen oder schreibst du das alles auf? So, du kannst es mal so mitnehmen, wie es schön gemacht, ne? Das kann was. Geht so. Falls wir da irgendwie so einen Eckschrank finden und es besser so geht, aber wenn es nicht so ist, dann rechnen wir den Winkel einfach raus und gehen hier um die Ecke und lassen den Hohlraum dahinter. Deswegen, ich brauche einmal von dir, musst du hier hinschreiben, wie es ist. Nur von da bis da. Da bis da, was heißt da bis da? Hier. Von hier bis hier.
Ja, das habe ich doch gerade gefragt. Und einmal will ich von dir wissen, wie es von hier bis da ist. Und hier will ich genauso wissen, wie es von hier bis da ist und wie es von hier bis da ist. Und dann brauche ich noch die Wand. So. So, Game Day. Dennis sieht noch ein bisschen verschlafen aus, der hat gerade noch einen Nap gemacht. Verschlafen. Ich weiß auch nicht, lass mal kurz gucken, ob wir um 5:30 Uhr. Ich habe mich voll gewundert, weil Louis meinte 16:50 Uhr. Das ist ein bisschen spät, ne? Ja, Louis, hast du ja falsche Informationen hier weitergegeben. Ich habe Walkthrough ist 5:30 Uhr. Eigentlich habe ich 4:14 Uhr, 15 gesagt, ne? Ja. Glaube ich. Aber ich habe Wecker gestellt um 4:15 Uhr und dann ist Ellen einfach im Zimmer und sieht, dass ich den Wecker ausmache, aber lässt mich einfach weiter schlafen. Kannst du dich noch ein bisschen schlummern lassen? So diese Handyfunktion, Schlummermodus, 5 Minuten. Hast du 4,50 gesagt? Ja, ne? 4:15 Uhr. Was meinst du denn? Also Louis hat zu mir gesagt 16:50 Uhr. Aber zu dir, zu keinem anderen. Also kein Fahrer, zu niemandem. Ja, okay. Also. Overseas in Europe, I hit Zurich, bought a watch, kicking at my peers. So Ellen, bist du ready? Ja, ich bin immer noch leicht angeschlagen. Aber mal ein bisschen aus dem Haus kommt mir wahrscheinlich auch gut. Das Chaos hinter mir lasse, das stresst mich so krass, ne? Ellen, wir glauben an dich, du schaffst das. Für mich war ein Umzug noch nie so anstrengend wie dieser hier jetzt. Das ist Ich der habe schon heftigste? viele Umzüge, das ist der heftigste. Ich glaube, die Hier läuft Community alles weiß schief. das, dass du schon einige hinter dir hattest. Ich wollte es nochmal erwähnt haben, einige schon. Aber dieser hier ist mit Abstand der allerschlimmste. Es ist chaotisch, es läuft alles schief, es kommen so viele Dinge wieder zwischen. Man kommt einfach nicht weiter. Ja. Mal gucken. Weißt du, was machen? Ja, wird schon, wird schon, wird schon. Das ist mein Auto. Ich bin fertig nur für mich. Ja, yeah, aber hast du nicht gesagt eigentlich, da sollte eine andere Farbe drauf auf dein Lambo? Ja, die haben nicht zugehört, die haben falsch gemacht. Haben nicht zugehört, ist crazy. Wir haben heute das Handy und die Tasche haben wir heute mit den Jerseys gematcht, wie du sehen kannst. Ah, Heute habt ist ihr der Orange abgesprochen? Day. Ja. Stark. Wir telefonieren vorher immer und dann machen wir das. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, auf dem Weg zum Family Room. Jetzt wird erstmal ein bisschen genascht. Genascht. Ellen hat gesagt, sie hat extrem Hunger. Senabu macht erstmal TikToks hier. Oh, ist. So, wir sind jetzt da, aber es ist maximal voll hier. Ellen hat sich den Teller auf jeden Fall schon vollgeschlagen. Voll. Ne, nur gesunde Basis. Ja. Muss sein, ne? In letzter Zeit so viel so bestellt und so alles. Jetzt erstmal ein paar Vitamine. Und du so? Okay. Salmon, ja? Okay. Okay, alle gut gegessen. Jetzt geht's zu den Sitzen. Und dann holen wir heute den Sieg. Das nochmal neu machen? Warum denn? Senabu will nicht im Video sein. Doch, unbedingt, weil sie Make-up brauchen. Ah, jetzt ist in Ordnung. Okay. Where you going? Make some noise for your Cleveland Cavaliers! Ellis from Thomas Bryant. Thomas. Dennis.
End this, Jack, get your head in! Thank you. Ja. Ja, du kannst auch unterschreiben. Ja, mach ich danach. Eins nach dem anderen. Nimm mich mal hier raus. Lass mal lang gehen. Wir wollen zum Auto. Wo ist das? Der letzte Zeit. Er war mal ein bisschen länger. So, wir sind wieder zu Hause nach einem guten Sieg. Wieder zu Hause. Ja, Sieg eingefahren. Quick Turnaround aber. Wir spielen morgen gegen Miami. Essen jetzt noch ein bisschen Wings haben wir geholt von der Arena. Alle zusammen. Dann spielen wir wahrscheinlich nochmal Phase 10. Und dann geht's schon ins Bett. Ne? Dann auch mal loslassen. Freunde, falls euch das auch gefallen hat, Dennis Beauty hat coole Black. Pieces an. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, das ist neu, ne? T-Shirt Ja, ist aber auch das neu. Ist noch nicht, Noch nicht das feine? ist raus. Ganzes Outfit. Geiler Print. Schreibt gerne in die Kommentare. Lasst auch mal gerne ein Like da bei dem Video. Kommentiert gerne. Ja. Abonniert den Kanal. Ja. Ne? Warum nicht? Schade nicht. G steht für gönnen. Ne, Alan? Sagt man doch so. Sagt man zum Beispiel. Ja. Hast du gehört? Wo hast du das gehört? Auf unserem YouTube-Kanal. Leute reden sagen.